Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Top Penny Goldaktien steigen weiter trotz Goldpreisdrücken. Disclaimer. Ungeachtet der heutigen Goldpreisdrückung ohne fundamental real nachvollziehbare Meldung steigen Top-Penny-Goldaktien weiter und setzen damit den Primäranstieg fort. Wer sich angesichts der Goldpreisdrückung verwirren lässt oder den Mut zum Durchhalten verliert, wird Opfer falsch vorgetragener Kursbewegungen werden, die in der Regel auch nicht lange anhalten werden, weil der Markt diese Falschmeldungen nicht lange glaubt und sich alles wieder dreht. In Wahrheit sieht es nämlich überhaupt nicht gut aus. Die Zinsen werden wieder etwas angehoben. Die Inflation also bleibt hartnäckig bestehen und kann auch nicht mehr ausgeglichen werden. Denn sie wird jetzt noch weiter steigen als in der ersten Welle. Bleiben Sie stabil, lassen Sie sich nicht rausschütteln. In wenigen Wochen schon werden alle Goldaktien kaufen wollen, wenn diese schon bei 1 Dollar notieren, die wir jetzt noch für 10 oder 20 Cent eingesammelt haben. Ja, hier einige Beispiele, die auch gegen den Trend der Goldpreisdrückung sprechen. Hier eben der angegebene Kupfergold-Silberproduzent. Alaska hat ein Riesendeposit, ist Low Grade, hat bislang einige Umweltthemen gehabt und man vermutet, wenn da die beiden Regierungen abgewählt werden, dass dieses Projekt dann genehmigt wird und teilweise nimmt das möglicherweise diese Aktie ja auch schon vorweg, früher oder später, dass da ein Regime-Change ansteht sozusagen. Ja, und auch unabhängig davon, es geht einfach Geld in den Sektor rein und eben auch hier diese Kupfer-Gold-Silber-Projektgenerator als Kalifornien, denke ich mal, hat auch seinen Aufwärtstrend gesteppt und ist dabei aufzusteigen. Und so gibt es auch viele weitere Goldaktien, die im Grunde genommen trotz Goldpreisdrückung das hohe Niveau erhalten, vielleicht etwas zurückgehen, aber immer wieder höhere Hochs erzeugen. Das sind eigentlich schon Zeichen für einen Bullenmarkt. Natürlich ist es noch nicht auf breiter Basis, es sind noch ausgewählte Goldaktien, aber gerade bei diesen muss man in der Frühphase eben dabei sein, denn wie im Text erwähnt, wenn sie dann erstmal 1 Dollar kosten, dann ist, sage ich mal, der ganz große Hebel schon raus und dann die ganze Chance. Selbstverständlich kann es weiter steigen, aber dieser extreme Hebel gibt es im Wesentlichen jetzt in der Frühphase des Goldaktien-Bullenmarktes, der als solcher noch gar nicht erkannt worden ist. Aber wir beobachten das genau und eindeutig brechen viele Gold- und Silber-Penny-Gold-Aktien aus. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator aus Yukon Neufundland, allerdings sehr hohes Risiko. Ähm, ja, also wie gesagt, Sie sind in der guten Jurisdiction liegen. Sie haben 2,5 Millionen Unzen Gold in beiden Projekten, allerdings Low Grade und eine sehr geringe Marktkapitalisierung. Auch die Anzahl der Aktien ist, glaube ich, irgendwie um die 30 Millionen, ziemlich gering. Wie gesagt, ist Hochrisiko. Nichtsdestoweniger gibt es auch Gerüchte oder andere ähm, Newsletter etc. Erwähnt teilweise, dass das Management denkt, dass er bis zu 10 Millionen Unzen Neufundland liegen kann. Das ist eben noch natürlich überhaupt nicht eingepreist. Das ist sozusagen Joker. Und das ist möglicherweise auch der Grund gewesen für diesen starken Anstieg von 2020, hier quasi von 5 Cent auf 6 Dollar. Einfach unvorstellbar. Ob sowas natürlich jetzt genauso passiert, das steht in den Sternen, aber ausgeschlossen ist es nicht. Wenn es wieder bessere Stimmung am Gold- und Silberaktienmarkt herrscht und gerade denn solche Aktien, wo theoretisch sehr große Goldentdeckung oder sehr große Ressourcenausweitung hinzukommen könnte. Ja, wie gesagt, nochmal kurz zu den Projekten. Also wie gesagt, Sie haben hier 29 Claims auf einer Fläche von 1791 Acres im Goldgebiet Uganda im Norden von Neufundland, das direkt an das Projekt Newfound Gold angrenzt. Das ist ja eine berühmte Goldaktie. Das Grundstück Grabmin befindet sich 3,5 Kilometer westlich der Stadt Ganda. Der Zugang zum Grundstück ist ausgezeichnet. Der Trans-Canadian Highway durchquert das südliche Teil des Grundstücks, während ein Netz von Schotterstraßen zu vielen Explorationsstandorten führt. Bis zu 20,5 Gramm wurden aus dem Quarzflöß gemeldet. Ja, also auch eben hochgradiges Gold, eben solche Entdeckungen haben sie auch und das könnte möglicherweise der Aktie später auch nochmal Auftrieb geben.
Und hier nochmal das Grundstück Quinn Lake. Auch da gibt es Proben mit bis zu 64,8 Gramm pro Tonne Gold und eben das Goldprojekt Florin hat eine abgeleitete Ressource von 2,47 Millionen Unzen, eben wie erwähnt, Low-Grade. Wie gesagt, sie sind nicht in British Columbia, ja, Yukon sind sie, in Yukon, Kanada. Ja, vielleicht ein paar Worte zu Gold allgemein. Normalerweise sieht die Chartdynamik ähnlich der 1970er Jahre aus. Da ist nämlich Gold von $200 auf ca. $800 innerhalb von nur einem Jahr gestiegen, eine Vervierfachung. Das war sozusagen der Schlussakkord des damaligen Gold-Bullenmarktes. Vorher ist Gold dann von $35 auf 200 gestiegen, auf 100 korrigiert, dann langsam herangewartet auf 200, dann gab es nochmal eine große Korrektur. Offensichtlich wollte irgendjemand da keine weiteren Investoren dabei haben. Und schon gar nicht sollte man in den Goldaktienmarkt damals investieren, weil das war natürlich zufälligerweise dann der größte aller Zeiten. Da ging es eben, wie Sie sehen, von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, $40 hoch. Also konnte recht häufig aus $1.000 in dieser seltenen Phase, muss man natürlich sagen, 100.000, 200.000, 300.000 oder mehr machen. Ja, und ähnlich ist die Situation auch, so dass man eigentlich nur eine Null ranhängen kann an den Goldpreis, ist ungefähr dasselbe. Auch jetzt hat sich Gold wieder an die 2000er rangeschließen und irgendwann wird eben dieser Durchbruch durch 2000, die Reetablierung, da wird es auch nicht wieder zurückgehen kommen. Und who knows, dann führt das eins zu den anderen, das würde so viele Käuferschichten auslösen, dass es durchaus rein von der Charttechnik hier auf $8.500 hochgehen könnte. Nichtsdestoweniger, wir machen keine Kaffeesatzleserei. Das Einzige, woran wir uns den Goldpreis richten, sind eben gute Statisten wie Grady und die reden mehr oder weniger von $2.500 im ersten Schritt. Möglicherweise sind sie zu konservativ aufgrund dieser letzten 10 Jahre Korrektur. Im Prinzip hat sich ja der Goldpreis eigentlich seit 2011 nicht geändert. Das ist eine lange Zeit, das sind 12 Jahre und das waren logischerweise nicht die allerbesten Jahre für eben Goldschattisten und sonst was. Und das kann eben dazu führen, dass sie das zu negativ sehen. Oftmals ist es in der Vergangenheit so, aber es ist reine Spekulation. Ich wollte nur sagen, dass die Charts das endlich hergeben, dass es eigentlich auf $8.500 steigen müsste. Ja, welche Finanzereignisse liegen eben vor uns? Das ist eben der moderate Anstieg aus unserer Sicht auf Gold 2.500 und Silber $50. Das ist kein besonders großer Anstieg. Viele werden das gar nicht wahrnehmen. Aber Sie sehen jetzt bei den letzten Goldaktien-Rallyes, da ist Gold auch nur um 25 bis 30% gestiegen. Zum Beispiel hier 2016. Hier ist es nochmal aufgeschrieben. Der Goldpreis stieg 1.500 auf 13.600, 28%. Äh, interessiert im Prinzip keinen. Aber was eben äußerst interessant war, Goldaktien waren eben davor auch unheimlich unterbewertet und einige stiegen sogar um 10.000%, wie diese hier von 40 Cent auf $41. Das ist allerdings Zahlen nach Resplit, das ist klar, aber trotzdem der prozentuale Ansatz ist derselbe, also 10.000% gewesen. Und wenn man das dann dividiert durch den prozentualen Anstieg von Gold, kommt man darauf, dass die Goldaktie um das 350-fache besseres Investment war als Gold. Das heißt jetzt runtergebrochen auf eine Unze, hätte man damals eine Unze Gold im Januar 2016 investiert in Goldaktien, in diese Goldaktien, also 2695 Stück gekauft. Diese Goldaktien dann im Sommer 2016 hätte man verkaufen können für sage und schreibe, so schnell gehen für $107.000. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, also dem höheren Goldpreis, diese 1.350 oder was es war, das entsprach 79 Unzen Gold. Also rein theoretisch hätte man mit einer Unze Gold kaufen am Goldaktientief und ein halbes Jahr später verkaufen, aus einer Unze 79 Unzen Gold generieren können. Also das ist meiner Meinung nach die effiziente Nutzung eines Goldbullmarktes. Und hätte man das natürlich, wie gesagt, das risikoreiche Investment sind die Goldaktien. Sobald die ihre Spitze erreicht haben, die in den Bärenmarkt runtergehen, geht meist, gerade bei diesen Penny Stocks, der Anstieg auch so fast so extrem
nach unten, wie er nach oben gegangen ist. Das muss man sich bewusst sein, dass es gefährlich sind. Es sind nur Vehicles, um zum Beispiel einfach einige Gewinnzuwächse zu haben, zum Beispiel, wie wir das im Beispielrecht haben, aus Gold mehr Gold zu generieren und sonst was. Dasselbe war möglich 2020, ging auch diese Aktie von 2 Cent hier auf 36, also ist um 2000% gestiegen, während der Goldpreis eigentlich nur um die 20 gestiegen. Auch da war es ein 100-mal besseres Investment. Und ich meine, das jetzt hier mit der Generierung aus einer Unze Gold, ähm, 79 Unzen ist ganz extrem, aber möglicherweise wird es viele Goldaktien geben, die eine Verfünffachung der Anzahl der Unzen Gold bieten, verzehnfach, verzwanzigfach und dreifach. So in diesem Feld dürfte sich da schon, aber auch das dürfte sich abspielen. Aber auch das dürfte einfach eine ganz interessante Entwicklung sein. Ja, also insgesamt sind die Goldaktien immer noch extremst unterbewertet. Hier das Goldaktien Goldchart. Seit 1996 sind sie in Bärenmarkt, keiner nicht im Boden gefunden. Und jetzt müssen, glauben die Statisten, dass ein proportionalen Anstieg die Goldaktienunterbewertung beendet wird. Das heißt, rasant würden die Penny-Goldaktien im Dollarbereich steigen. Das ist äh, was dafür spricht. Und auf der anderen Seite sind die sogenannten Senior-Goldaktien wesentlich viel teurer bewertet als die Junior-Aktien. Und es gab immer wieder einige Phasen, wo die sich dann getroffen haben, wo die Unterbewertung abgebaut wurde. Wie hier 2002, 2003, wie hier 2010, 2011. Ähm, Und jetzt haben wir halt ein weites Gap. Und immer wenn dieses Gap sehr weit war, war es eigentlich richtig, Goldaktien zu kaufen. Hier wäre es toll gewesen, im Jahr 2001 hier Goldaktien zu kaufen. Während der Finanzkrise 2009 wäre es toll gewesen und eben jetzt. Und es ist immer gut, Goldaktien zu verkaufen, wenn diese Junior-Goldaktien wertmäßig die Senior-Aktien eingeholt haben. Dann wissen wir, haben wir ein Verkaufszeichen. Darauf müssen Sie achten. Also sehr wahrscheinlich, wenn sich das Gap doch mal irgendwann dann schließen sollte und das berührt sich, schießt über, wissen wir, Goldaktien müssen verkauft werden. Also wir haben durch diese Beobachtung dieser Faktoren eigentlich auch noch wunderbaren Indikator, wann man einsteigen muss in die Anlageklasse Goldaktien und wann man aussteigen muss. Ja, wir hatten 1970 optimal gespielt, den Goldaktienbullenmarkt. Man hätte eigentlich die ganzen Penny-Gold-Aktien aufkaufen müssen oder überhaupt Goldaktien, zum Beispiel $50 Stücklung, vielleicht 100 verschiedene Goldaktien kaufen, beobachten, gute nachkaufen und so weiter, schön streuen und so weiter und so weiter. Jedenfalls hätte man sich nicht rausschütteln lassen sollen. Irgendwann wenn dann der Primäranstieg gekommen. Und gar nicht selten, das hatte ich ja von erzählt, konnte man um so bis zu 100-fach höheres sind diese Goldaktien angestiegen und da wäre es eigentlich eben gut gewesen, dann in solche Euphorie diese Aktien zu verkaufen, dann den und Goldaktiensektor komplett zu verlassen und zum Beispiel in Berkshire Hathaway investieren, weil Berkshire Hathaway stieg dann wiederum von 1980 bis 1999 um das 228-fache. Man kann also sagen, dass diese inflationäre Entwicklung, diese Dynamik, die sich hier abspielt, diese Entladung, dieser Run ins Gold, der früher oder später kommen wird, oder eben auch Silber, ähm, zieht alle Energie, alle Kaufkraft in den Goldsektor. Zum Beispiel 1980 waren 26% der Anleger in Gold ähnliche Assets oder Gold selbst investiert. Heute sind es nur 0,5. Also da ist noch ein bisschen zu tun, was dieser Sektor, also da wird noch jede Menge Kapital reinfließen, will ich damit sagen. Und das ist ja die ganz große Chance, die wir haben. Aber irgendwann wird er übersättigt sein, alle Energien werden Gold sein, aber Gold letztendlich schafft kein Reichtum, keine Wertschöpfung und ab irgendeinem Punkt, wenn diese Überbewertung kommt, sind mit einmal gute Unternehmen, die innovative Produkte herstellen und vielleicht weltweit vertreiben können, dann sozusagen ein besseres Investment. Jedenfalls 1980 war es so. Und wenn man sich das mal rekapituliert, man hätte also $50 in eine Goldaktie investiert, hätte sie verhundertfacht, dann Faktor 222. Durch den Wechsel in Berkshire Hathaway oder in andere gelagerte Aktien hätte man dann bis 1999 $1 Million. Das heißt, wir haben eigentlich nur 2 Börsentransaktionen
und machen langfristig $1. Das könnte, ich meine, das ist der Blick zurück, aber man könnte das auch auf die heutige Situation übertragen und ich finde es einfach absolut elegant, mit wie wenig Aktionismus man möglicherweise ein Vermögen schaffen kann, analog der Vermögensbildung hier in den 1970er, 1980er Jahren. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist einfach ab irgendeinem Punkt werden die Goldaktien steigen. Die werden deutlich erkennbar, gerade die wir hier diskutieren, in den Dollarbereich steigen. Das scheint mir unausweichlich. Dann strömt möglicherweise sehr viel Kapital rein. Die weltweiten Anleger werden darauf aufmerksam, es kommt zu einer Mania. Da müssen wir als abstoßen. Das ist das übliche Spiel. Allerdings, wenn diese Goldaktien eben hoch bewertet sind, steigen ja natürlich auch die Risiken. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die sich dann, sag ich mal, das ihnen neiden werden, sozusagen. Also allein diese Regierungen in den produzierenden Ländern könnten möglicherweise zur Verstaatlichung, zu Extrasteuern und sonst was tendieren, aber auch unsere eigenen Regierungen haben Mühe, das Bankensystem aufzuhalten, haben Mühe, ihre Kommunen, ihre Verpflichtungen, die sie sich aufgehalst haben, zu erfüllen. Auch diese könnten versucht sein, an diese Assets zu kommen und die Banken müssen auch immer offen gehalten werden. Auch da könnte es ab irgendeinem Punkt zur Auszahlungsgrenzen ähnlich tun. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Nur, ich will einfach nur eigentlich sagen, auf beiden Seiten, aus den produzierenden Ländern, aber auch aus unseren eigenen Regierung und Bankensystem droht zunehmende Gefahr. Und die steigenden Goldaktien könnten Sie im Prinzip als einen Indikator betrachten. Steigende Goldaktien, gerade wenn sie dann besonders sehr hoch sind, die wollen nie was sagen. Das heißt, die Gefahr ist groß, es könnte irgendwas passieren. Also so würde ich das vielleicht betrachten. Nichtsdestoweniger, die große Chance ist eben, wenn wir durch diese Goldaktienmania mehr Geld haben, mehr Gold und Silber kaufen können, ab irgendeinem Punkt wird Gold und Silber seine Maximalwerte erreichen und dann muss man halt reinvestieren. Und Mike Maloney hat das von 1980 zum Beispiel hier berechnet. Man konnte für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Und nun geht hier diese rote Linie, das ist dann die heutige Situation, weiter. Das heißt, es wird vielleicht nur um die Hälfte unterboten. Also ich würde mal sagen, irgendwo ein Wert zwischen 250 und $300 könnte der extremst niedrigste preisgemessene Silber für ein Standardhaus entstehen. Das ist theoretisch denkbar. Das Gleiche gilt eben auch für die Börsen. 1980 konnte man für eine Unze sozusagen ein Dow kriegen. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch Berkshire Hathaway war. Vielleicht könnte man für eine Unze irgendwo 3 oder 4 Berkshire Hathaway Aktien kriegen. Und gucken Sie sich heute die Berkshire Hathaway Aktien an. Also nur um das mal, wie niedrig bewertet das eben damals war. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Okay, also wie gesagt, die Gefahr nimmt mit Anstieg der Goldaktien zu, müssen euch bewusst sein. Und für uns ist es ja auch nur ein Maximalisierungstool zu A, mehr Geld, B, mehr Sachwerte oder C, mehr Gold und Silber, mehr nicht. Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir stehen einfach aufgrund der systemischen Verzerrung, die wir haben. Es ist im Wesentlichen die absolute absurde Verschuldung vor enormen Verzerrungen, die sich irgendwann entladen müssen. Diese Entladung, diese Schuldenimplosion wird 90%, 95% der Nachfrage wegnehmen. Das heißt, das überleben viele Firmen. Das führt zu Pleitewellen aller Art. Und eben auch zu enormem Misstrauen gegenüber der Währung. Es flüchtet sehr viel in Gold. Und es wurde eben bewertet, dass das Gold am Ende dann auf $8.000 heutige Kaufkraft steigen könnte und Silber auf 300. Also das muss im Prinzip, ist eigentlich das Einzige, was uns die Kaufkraft erhalten soll. Also sollte man so viel wie möglich Gold und Silber versuchen zu ignorieren. Ja, dass wir das jetzt hier nicht mit Kryptos oder Bitcoin schaffen können, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Das ist aber ein Sonderphänomen gewesen, möchte ich meinen. Nun müssen wir das mit Goldaktien zum Beispiel machen. Also man könnte dann also eine Investitionskette für die Zukunft folgendermaßen auflesen. Wir nehmen $200
investieren das jetzt zum Beispiel in Goldaktien vor diesem Goldaktienboom, den wir in den nächsten 5 bis 8 Monaten erwarten, hoffen, dass sich im Schnitt eine Ver-25-fachung realisieren lässt und nimm dieses Geld und kaufen zum Beispiel mehr Gold und Silber, das dann allerdings noch nicht den Maximalwert erreicht hat. Das ist ja dann Gold bei 2500 und Silber irgendwie zwischen 40 und 50. Aber wie diese Experten gesagt haben, soll es ja höher gehen auf 8000 oder eben 300 für Silber. Das ist mit dem Faktor 4 gemeint. Also das Gold und Silber, das sie zum Beispiel in Goldaktien maximiert dann haben, steigt auch noch um das Vierfache insgesamt rein beschlagsmäßig gerechnet in der Kaufkraft. Aber das ist dann die maximale Spitze. Danach kann es nur noch abwärts gehen und wie Sie wissen, gerade bei Silber kann es sehr schnell und rapide abwärts gehen. Auch wenn es teilweise eine Geldfunktion ist. Da würde ich mir keine Illusionen geben. Nichtsdestoweniger, wir müssen sehen, dass wir diese Gold- und Silber-Kaufkraftspitzen eintauschen in ganz klassische produktive Assets. Was dann immer noch eben vorhanden sind Top-Aktien, vielleicht sowas wie Bayersdorf, sowas wie Daimler, aber eben mit 90 bis 95% Discount gegenüber Gold. Das ist das Attraktive. Die machen es vielleicht, man kann reinvestieren, die Währungsverhältnisse werden sich normalisieren. Man wird innovativ sein, man wird Produkte produzieren, es gibt weltweite Nachfrage nach diesen Produkten und es könnte dann eigentlich eine gute inflationsfreie Wachstumsperiode wieder anbrechen, wie zwischen 1980 und zum Jahr 1999 und das könnte diese Aktien dann im Schnitt, deswegen mit 50 gerechnet, um das 50-fache höher bringen. Also das heißt, dass jede 200 Euro, die wir jetzt in Goldaktien investieren, mehr Gold und Silber kaufen, dann reinvestieren, zum Beispiel in Top-Aktien, könnte langfristig 1 Million Dollar heutige Kaufkraft generieren. Ja, es ist einfach meines Erachtens eine sehr, sehr faszinierende Schlussfolgerung, weil die meisten werden vielleicht, um Geld für die Zukunft zu haben, vielleicht irgendwie mehr sparen, in Geld sparen oder auch Aktien, die aber dann um das 95% fallen gegenüber Gold oder auch ein Teil geht davon pleite, in der möglicherweise Depression. Meiner Meinung nach ist das eigentlich die Lösung dieses Rentendilemmas etc. Ja, also 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Gold- und Silberaktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu rechnen, gleichzeitig einen Potenzialfaktor aus dem Grad des Goldes, Anzahl der und Gold und so weiter, Länderrisiko zu berechnen. Exit-Strategie ist auch mit bei. Sie finden, wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie mehr Informationen unten im YouTube-Video. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Keine Mindestinvestitionssumme, eine Überweisung, schon ist um Zollfreilage eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt so weitergefallen hat. Vielleicht auch, wenn Sie von diesem Thema überzeugt sind und damit das auch andere Leute kennenlernen, bitte teilen oder weiterverbreiten, wenn das in Ihrem Sinne ist. Ja, würde Sie vielleicht auch bitten, mir ein Like zu geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.